Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch zu dieser Visitesendung heute am Sonntagabend. Und vielen Dank auch für die wertvollen Fragen, die Sie mir gesendet haben. Aber was ich eigentlich bei den ganzen Visitensendungen noch nicht einmal getan habe, ist mich auch wirklich von Herzen zu bedanken für Ihre lieben Worte auch zu dieser Sendung. Und ich entnehme daraus, dass es für Sie auch eine wichtige Zeit ist, mehr zu erfahren und Dinge zu verstehen, die es Ihnen dann auch möglich machen, im Alltag umzusetzen und sich vielleicht manchmal nicht so ausgeliefert zu fühlen in Konfrontation mit einer Diagnose oder einem Befinden. Jedenfalls vielen herzlichen Dank dafür. Und ich möchte heute ein Thema besprechen, welches mir eine 56-jährige Dame aus Aachen zusendete. Das ist Beate, und Beate schreibt, dass sie als Symptomatik ein sehr starkes Pulsieren im Oberkörper hat. Es beginnt vom Bauchraum aus und geht hoch bis zum Hals. Der Herzschlag schraubt sich dann hoch bis auf 100. Und alles, was bisher an Diagnostik geschehen ist, ob das Ultraschall vom Bauch, Schilddrüse, Darm, Lunge, man hat eigentlich nichts finden können als nur diesen hohen Puls. Sie schreibt, ich habe schon mittlerweile gar keine Energie mehr und Kraft und auch gar keinen Appetit, weil das Pulsieren mich natürlich auch nicht schlafen lässt. Ich kann das gut nachvollziehen. Bei einer Nährstoffuntersuchung wurden 2 Werte als hoch gemessen, schreibt sie. Einmal der Ferritinwert mit 193 und der Vitamin D-Wert mit 354. Jedoch wurde keine Therapie eingeleitet und die Frage ist, können Sie mir weiterhelfen? Als ich das gelesen habe, Beate, dann ist natürlich erstmal die Frage, was ist mit diesen beiden Laborwerten? Denn ein Ferritinwert mit 193 wäre theoretisch nicht zu hoch. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Maßeinheit ist hier genommen worden. Das könnte man noch mal ganz konkret dann besprechen. Ich würde erstmal davon ausgehen wollen, ob überhaupt dieser Wert pathologisch ist oder nicht. Wenn wir uns über den Eisenstoffwechsel eine Aussage überhaupt erlauben wollen, dann müssen wir schon den konkreten Ferritinspiegel haben und nicht den Eisenspiegel. Das haben Sie jetzt getan und ich gehe davon aus, dass der eigentlich nicht erhöht ist. Was mir aber sehr auffällt, das ist Ihr Vitamin D mit 354. Ich denke, das sind Nanomol pro Liter in dieser Einheit. Ein Vitamin D-Wert, und Sie haben jetzt leider nicht geschrieben, ob Sie auch substituieren, wie es zu so einem hohen Wert kommt, liegt so in der Norm bei ungefähr 100 bis 170 Nanomol. Theoretisch wird diese Maßeinheit angegeben und wir wollen auch Patienten mit einem guten Wert um 140 bis 160, 70 wissen. Das heißt, wie viel substituieren Sie? Weil wenn Sie mit 354 liegen, dann liegen Sie doppelt so hoch. Und viel ist wirklich nicht immer gut. Und deshalb ist die Frage zu stellen, substituieren Sie oder substituieren Sie nicht? Wenn Sie nämlich nicht mehr substituieren, dann kann trotzdem der Körper dieses Vitamin D ja gar nicht verwerten. Alles, was wir immer messen, das 25-OH-Vitamin D, ist das Inaktive. Und das muss unser Körper umwandeln können. Das tut er mit Hilfe von UV-Licht, dann in das aktive Vitamin D. Und dann muss man noch einen Rezeptor haben, an den das Vitamin D andocken kann. Das heißt, kommt es zur Kumulation von Vitamin D, weil Sie substituieren und das Vitamin D nicht weiter verstoffwechseln? Aber wozu ist denn Vitamin D notwendig?
Und ich habe mir ein paar Gedanken mal aufgeschrieben dazu, um Ihnen das vielleicht in diesem Hang zu erklären und wonach ich jetzt an Ihrer Stelle suchen würde. Immer dann, wenn Vitamin D sehr hoch ist, öffnen sich in unserem Darm alle Türen für Calcium. Calcium ist eins der wichtigsten Mineralien auch für die nervale Übertragung von Impuls. Calcium brauchen wir unglaublich viel für die Zellkommunikation und für die Knochen. Sie wissen das. Unsere ganzen Hautanhangsdrüsen, alles braucht Calcium. Aber dieses Calcium, das Sie tagtäglich zu sich nehmen, das muss ja dann noch in den Körper gelangen. Und ohne Vitamin D gelingt es nicht. Wenn Sie aber jetzt jemand sind, der sehr gerne auch ein Latte Macchiato trinkt und damit jeden Tag auch eine gewisse Menge Milch hat, der ein Verfechter ist für Käse, wenn Sie gerne Joghurt essen, also ich meine jetzt einfach die Milchprodukte, dann führen Sie täglich sich einer erhöhten Calciummenge auch zu. Und zwar mehr, als wenn Sie einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hätten. Dann wäre das Gleiche nicht das Gleiche. Aber jetzt öffnen Sie im Darm alle Türen. Die Folge einer Hyperkalzämie wäre zum Beispiel, dass das Calcium sich auskristallisiert an den Nieren und man würde langfristig zum Beispiel Nierensteine bekommen. Aber vielleicht ist es gar nicht so weit. Vielleicht ist es eigentlich erstmal der Zustand, dass wir zu viel Calcium auf einmal im System haben. Und was unser Körper unglaublich sensibel auch für sich klärt, ist, dass er auf ein zu viel reagiert. Das heißt, wenn er zu viel Calcium hat, braucht er mehr von seinem Gegenspieler. Und das ist Magnesium. Calcium heißt immer, wenn Calcium zu viel ist, dann spannt sich was an. Dann habe ich einen Krampf. Und Sie wissen, wenn Sie dann Magnesium nehmen, dann lässt der Krampf nach. Das heißt, Calcium bindet dann mehr Magnesium, gerade so an den Muskeln und Nerven, um das intrazelluläre Gleichgewicht zwischen Calcium und Magnesium wieder auszugleichen. Das ist die erste Antwort des Körpers auf diesen Calciumüberschuss. Was ist denn die Folge, wenn ich dann aber das Magnesium binde? Dass es insgesamt für den Körper zu einem Mangelzustand kommt an Magnesium. Wenn aber Magnesium nicht mehr ausreichend im System ist, dann werden die Nerven aktiviert, dann werden die Muskeln angespannt, dann feuern die Nerven, dann kommen die in einen Erregungszustand. Menschen können auch Herzrhythmusstörungen bekommen. Wir haben hier eine Rhythmusstörung, der Puls geht hoch, das ist die Herzfrequenz. Wir haben oft bei Patienten Schlafstörungen. Wir haben Erregungszustände. Und wenn das der Fall ist, dann muss natürlich dieses verminderte Magnesium in irgendeiner Form vom Körper kompensatorisch die Ausscheidung gestoppt werden. Das heißt, das ist jetzt Aufgabe der Nebenniere. Die Nebenniere, die für uns natürlich die Stresshormone produziert, Adrenalin, Cortison, bremst die Ausscheidung von Magnesium. Damit wird Magnesium im Körper eingespeichert. So unter dem Motto, wir haben im Moment einen hohen Verbrauch und ihr alle müsst bleiben, verlasst uns nicht. Damit, mit einem Mangel an Magnesium, lässt sich eine hochgradige auch Aktivität der Immunleistung, genauso wenn die Nebenniere in ihrer Leistung runtergeht, nicht mehr aufrechterhalten. Die Patienten können dann auch mit Stress nicht mehr so gut umgehen. Man entwickelt eine Stressintoleranz, weil natürlich das, was uns auch so eine Gegenregulation, gegen Entzündung gibt, was uns ruhiger macht, ist Cortison. Und das Cortison
wird runterreguliert. In diesem Moment zu unserem Schutz. Aber wenn die Nebenniere auch mit ihrer Leistung runtergeht, dann ist sie bereit, vermehrt Kalium und Natrium als Gegenregulation des Magnesiums auszuscheiden. Wissen Sie, wo wir Natrium brauchen? Am Magen. Unsere Salzsäure, das ist Natriumchlorid, wird durch die Belegzellen des Magens aus Natrium gebildet. Wenn aber die Magensäure nachlässt, habe ich eine geringere Desinfektion. Das heißt, der saure pH-Wert, der entsteht im Magen, hat die Verantwortung, alles im Vorfeld zu klären, bevor es uns erreicht. Damit meine ich, bevor es vom Magen in den Darm geht und vom Dünndarm in den Körper. Verminderte Magensäure, Gefahr jetzt bei niedriger Immunleistung, dass Parasiten Überhand bekommen. Und wenn jetzt Parasiten die Überhand bekommen, dann wachsen langsam meine Verdauungsprobleme. Auch Sodbrennen. Und ich hoffe und wünsche nicht, dass man gleich darauf mit einem Pantozol reagiert, denn wir haben ein zu wenig Magensäure. Und ein Pantozol als Magenschoner macht natürlich langfristig Vitamin B12-Mängel. Der Stoffwechsel von Aminosäuren bzw. von Eiweißen wird durch zu wenig Magensäure ebenfalls beeinflusst. Aber wenn ich nicht genug Eiweiße aufspalten kann zu Aminosäuren, dann kann ich aus den Bausteinen auch zu wenig körperliche Substanz bauen. Das beinhaltet zum Beispiel Hormone, das beinhaltet zum Beispiel auch Neurotransmitter. Neurotransmitter, damit meine ich Dopamin zum Beispiel für Parkinson oder Tryptophan als Aminosäure, die weiter verstoffwechselt wird, oder die vielen anderen, die ich brauche für die Regulation und den Ablauf unseres gesamten neurovegetativen Nervensystems. Die Folge ist Antriebsschwäche, Energieverlust, Stimmungsschwankungen, auch Ängste. Also wenn Natrium dem Körper nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, dann lässt auch das elektrische Membranpotenzial nach. Das ist die Kommunikationsebene von Zelle zu Zelle. Das heißt, hier kann der Ionenaustausch nicht mehr hundertprozentig sich vollziehen. Aber damit können natürlich auch die Eiweiße und der Blutzucker nicht mehr verstoffwechselt werden. Und die Zellen hungern fast an Nährstoffen aus. Das betrifft neben dem Natrium auch das Kalium. Wenn sich nämlich Kaliumreserven erschöpfen und gerade unser Herz hat einen großen Bedarf an Kalium und Magnesium. Wenn Kalium sich erschöpft und eine Messung ist zum Beispiel das Verhältnis von Kalium und Calcium, dann können die Schilddrüsenhormone in eine Resistenz gehen gegenüber den Schilddrüsenhormonen. Die Schilddrüsenzellen gehen in eine Resistenz gegenüber Schilddrüsenhormonen und damit kann sich der Stoffwechsel regulieren. Und was ist die Folge? Ganz, ganz viel, was wir heute auch als sogenannte Zivilisationserkrankungen sehen, ob das der Blutdruck ist, Herzerkrankungen, Unterfunktion der Schilddrüse, chronische Entzündung oder auch Burnout. Ich würde Ihnen also empfehlen, dass wenn Sie dieses wirklich starke Klopfen haben, dass Sie diesen Dingen doch nochmal auf einer anderen Ebene auch nachgehen. Man kann also Calcium zum Beispiel in einem 24-Stunden-Urin mal messen.
bitte messen Sie auch das Parathormon. Das ist das Hormon der Nebenschilddrüse, das einen indirekten Einfluss auf diesen Stoffwechsel vom Vitamin D und Calcium hat. Die Elektrolyte wie Natrium zum Beispiel, Calcium, aber auch Natrium, Calcium werden extrazellulär gemessen, also im Serum, währenddessen Kalium und Magnesium im Vollblut gemessen werden. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil Sie wissen müssen, wie viel Kalium steht der Zelle wirklich zur Verfügung. Und das wäre von Seiten der Mineraliensituation und auch in der Beurteilung jetzt eines hohen Vitamin D-Spiegels sehr, sehr wichtig. Die zweite Konsequenz ist natürlich, dass Sie auch vielleicht an ein Thema kommen, das Sie gar nicht erkennen, und zwar die Bindungsfähigkeit des Vitamin D-Rezeptors. Ich stelle mit Erschrecken fest, wie viele Menschen Vitamin D-Rezeptorbindungsschwächen haben. Und damit kommt natürlich das Vitamin D nicht in den Genuss, die Dinge auch auf immunologischer Ebene für den Organismus zu klären. Das ist eine Situation, die Sie bitte dann abklären sollten, aber man geht natürlich Schritt für Schritt vor. Das andere ist diese pulsatorischen und starken, Unruhezustände in Ihrem Körper im Rahmen auch der Störfeldproblematik zu verstehen, heißt, haben Sie noch impaktierte Weisheitszähne? Ich erinnere mich an eine Patientin, die noch impaktierte Weisheitszähne hatte. Und diese impaktierten Weisheitszähne haben einen Bezug zum Herz-Dünndarm-Meridian. Und es war ein auffallendes Symptom. Es war eine ganz hohe Tachykardie. Das heißt, das Herz fing auch einmal an, unglaublich schnell zu schlagen. Die Patientin wurde dann natürlich auf Beta-Blocker eingestellt, die die Herzfrequenz reduziert hatten. Aber die Beta-Blocker machten sie sehr müde und sie wollte eigentlich endlich wissen, warum sie auf einmal diesen schnellen Herzschlag entwickelt hatte. Und in dem Falle waren es die beiden unteren Weisheitszähne, die ein Leben lang da waren. Aber wir sagen in der Neuraltherapie auch, Weisheitszähne können zu einem Störfeld werden, wenn der Körper auf einer anderen Ebene sein Gleichgewicht verliert. Und bei der Patientin war das so. Es gab einen schweren, es gab eine schwere Konfliktsituation in der Familie, die so viel Kraft und Nerven und auch nicht schöne Begebenheiten zur Folge hatte, dass sie völlig auch ihr Gleichgewicht auf der Ebene verlor. Also bitte denken Sie auch an die Zähne. Denken Sie auch an Narben. Und was mir noch ein großes Bedürfnis ist, dass ja unser ganzes Reizleitungssystem über die Wirbelsäule führt. Und was ist dort? Welche Spannungen sind dort? Paravertebral, die Muskulatur, stehen sie unter einem großen Druck. Gerade die Segmente der Brustwirbelsäule, die das Herz versorgen, die die Schilddrüse versorgen, die den Oberbauch versorgen, steht da eine permanente Blockade hinten im Rückenbereich. Das kann jemand, der osteopathisch versiert ist, diagnostizieren. Auch Dorntherapeuten können da wunderbar in die Regulation wieder einwirken. Oder auch Neuraltherapeuten, die mit Prokain arbeiten, können diese Regulationsblockaden dann lösen. Also, es ist eine Problematik, die entstanden ist. Alles hat seine Ursachen. Alles kommt erst dann an die symptomatische Ebene, wenn der Körper wirklich seine Balance verliert, wenn seine Kompensation nicht mehr reicht. Und ich glaube, Sie sollten diesen Dingen sehr gezielt
und bewusst nachgehen, damit sie verstehen, warum der Körper im Moment unter diesem großen Druck steht und einfach nicht zur Ruhe kommt. Ich hoffe, dass Sie diesen Rat jetzt vor Ort umsetzen werden und wünsche Ihnen vor allen Dingen von Herzen erstmal allen einen wunderschönen Abend, eine gute Woche und freue mich schon sehr auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.